KI-Suche und Chatbots verändern, wie die Kundenreise verläuft. Wir sehen uns an, wie sich Messbarkeit dadurch verändert und welche neuen KPIs relevant werden. Denn gute Entscheidungen brauchen ein Messsystem, das zur Realität passt. Viel Spaß! Wie verändert sich die Customer Journey durch Chatbots und AI-Overviews? Vereinfacht ausgedrückt, verkürzen Chatbots die Kundenreise. Was soll das bedeuten? Menschen werden in Form einer Konversation zur Lösung geführt. Und natürlich entlang der Konversation stellen sie immer mehr Kontext bereit, wodurch die passenden Lösungen oder das Set passender Lösungen immer kleiner wird. Wenn man so darüber nachdenkt, werden sie in gewisser Weise auch vorqualifiziert. Einen Großteil der Recherche und auch damit Abrufe oder Klicks übernehmen die KI-Assistenten im Hintergrund. Nicht der Mensch liest sich diese ganzen Ratgeber und Reviews und Vergleiche durch, sondern die KI macht so etwas, was sich Query Fan Out nennt und was auch schon in AI-Overviews zum Beispiel zum Einsatz kommt. Der User bekommt nur Antworten und wird sehr schnell zu einer qualifizierten Entscheidung geführt. AI-Overviews in den Google-Suchergebnissen sind ein eigenes Thema. Für Google sind sie letztlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum AI-Mode. Der AI-Mode ist einfach ein ChatGPT-ähnliches Interface auf dem bestehenden Konzept von Google. Und dieser Zwischenschritt mit den AI-Overviews ist eben ein Experiment, um herauszufinden, wie dieses Format bei Usern ankommt und wie es sich weiterentwickeln lässt, dass man das wirklich dann auf großer Skala ausrollen kann. Wenn Nutzer ihre Fragen in einer Konversation klären, welche Rolle spielt unsere Webseite dann noch im Funnel? Was dabei gerade auf Führungsebene wichtig zu verstehen und zu kommunizieren ist, das sehr lineare Konzept vom Funnel bildet die Realität heute nicht mehr ab. Ich arbeite hier lieber mit dem Konzept der Influence Maps von der BCG. Denn am Ende des Tages geht es nicht um Sichtbarkeit oder Reichweite an sich, sondern darum, mit welchen Kontaktpunkten wir tatsächlich Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. Und wir wollen natürlich eine gute Mischung aus Reichweite und Einfluss. Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung. Was erzeugt mehr Einfluss? Ein User sieht irgendwo einen bezahlten Banner und nimmt ihn eigentlich nicht mal wirklich wahr, oder ein User sieht sich ein 40-minütiges Video mit Inhalten an. Die Antwort ist, glaube ich, klar. Der Videokontakt erzeugt signifikant mehr Einfluss. Und so sollten wir generell auch über das Thema Funnel denken und über das Thema Channels denken und auch damit einhergeht, nicht das Unternehmen bestimmt die Kanäle, sondern die Zielgruppe des Unternehmens bzw. die potenziellen Kunden des Unternehmens entscheiden, welche Kanäle sinnvoll sind und welche nicht sinnvoll sind. Aber, wie wir wissen, sehr viel wird sich in Richtung KI-Assistenten bewegen. Bedeutet jetzt weniger Traffic automatisch weniger Wirkung oder ist unser Content trotzdem Teil der Antwort? An dieser Stelle ist es wichtig, kurz innezuhalten, auch wenn wir weniger Klicks oder Traffic bekommen, die Nachfrage, die Kaufnachfrage oder was auch immer für Nachfrage man verfolgt, bleibt. Es wollen nicht plötzlich weniger Menschen ein Produkt kaufen oder eine Dienstleistung nutzen, es verändert sich nur der Zugang und die Konkurrenz ist gleichermaßen betroffen. Es ist nicht wie bei einem Update, wo ich bin betroffen und die Konkurrenz ist sogar nach vorne gewandert, sondern es sind alle gleichermaßen betroffen. Um in diesen Konversationen aufzutauchen, müssen wir Inhalte nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch außerhalb der eigenen Webseite bereitstellen. Keinen Content zu produzieren heißt keine Präsenz in KI-Assistenten und mittelfristig keine Sichtbarkeit online mehr. Und wenn man in einem Chatbot am Ende unter den 3 genannten Unternehmen auftaucht, ist das massiver Einfluss. Wie messen wir jetzt überhaupt noch Erfolg, wenn der Traffic, die Klicks ausbleiben, obwohl wir sichtbar sind? Wenn wir das Beispiel AI-Overviews nehmen, werden viele Fragen direkt in den Suchergebnissen beantwortet. Das bedeutet, es braucht keinen Klick mehr und das Unternehmen verliert die Chance, dass der User auf der Webseite landet und dass wir
auf der eigenen Webseite Einfluss auf diesen User nehmen. Am Ende des Tages geht es aber ja bei den meisten Unternehmen nicht um Traffic und Impressionen, sondern um Verkäufe, Leads und so weiter. Hier sollten wir auch bei der Messung grundsätzlich am meisten ansetzen, damit wir dafür sorgen, dass die Geschäftsziele, die Unternehmensziele mit den Marketingzielen verbunden sind. Ein gutes Marketing-Team arbeitet nicht rein performancegetrieben, sondern auch markenorientiert. Denn starke Marken sorgen für eine höhere Conversion Rate, zufriedenere Kunden und insgesamt bessere Ergebnisse über alle Kanäle hinweg. Online, offline, was auch immer. Performance ist ja eher kurzfristig betrachtet und Brand ist the long game. Langfristig. Das, was wirklich alles andere besser macht. Und ohne Brand endet ja alles am Ende des Tages im Preiskampf. Sind klassische KPIs wie Traffic oder Rankings, sind die überholt? Vielleicht sind sie als KPIs durchaus überholt, aber ich würde diese Metriken weiterhin als sehr gute Indikatoren verwenden, besonders Rankings. Alle Chatbots, die wir kennen, nutzen nämlich Retrieval Augmented Generation. Vereinfacht ausgedrückt, wenn ein Chatbot etwas nicht aus seinen Trainingsdaten beantworten kann, werden die Informationen aus dem Web abgerufen. Woher wissen wir so genau, wie das funktioniert und wieso kann ich das genau so sagen? Weil zum Beispiel auch der Claude Leak zeigt, wie die LLMs hier ticken. Und ein externer Abruf bedeutet, es wird eine Seite aus dem Suchindex oder aus einem Suchindex abgerufen. Klingt das bekannt? Ja, darum geht es bei SEO. Gute Rankings erhöhen also die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Inhalte im Consideration Set landen, also abgerufen und vielleicht sogar zitiert werden. Werden wir die 10 blauen Links für immer sehen oder wird dieses Konzept, wie Google war, uns immer begleiten und es wird immer diese Übersicht geben, wo wir Rankings bestimmen können? Das kann niemand garantieren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren keine 10 blauen Links mehr haben. Aber solange wir Zugriff auf diese Daten haben, sollten wir sie als qualitativen Indikator nutzen, um zu beurteilen, wie hoch ist die Chance, dass wir zu einem Thema in KI-Antworten auftauchen. Welche KPIs machen in einer KI-getriebenen Welt überhaupt noch Sinn? Abgesehen von Klassikern wie Return on Marketing Investment, Customer Lifetime Value und Customer Acquisition Cost, wollen wir hier jetzt explizit auf KPIs eingehen, die im Kontext von Chatbots und KI-Suche relevant werden. Und ein wichtiger Hinweis vorab: Viele interessante Metriken und potenziell KPIs sind heute schlicht leider noch nicht messbar. Wir stehen hier noch ganz am Anfang, wie du auch im späteren Verlauf sehen wirst. Was für mich zum Beispiel ganz spannend wird, ist, wenn es dann Tools gibt, die es ermöglichen, synthetische Kundenprofile inklusive Historie zu erstellen und wo man dann wirklich eine komplexe synthetische Konversation mit einer Persona durchspielen kann. Gibt es das schon? Leider nein. Wird es das geben? Ich bin mir ziemlich sicher, weil es gibt kein Hindernis, warum das nicht möglich sein sollte. Bis dahin arbeiten wir mit diesen 3 sinnvollen KPIs. Nummer 1, Retrieval-Frequenz durch Chatbots. Dieser KPI beschreibt, wie häufig große Sprachmodelle, LLMs, wie zum Beispiel ChatGPT, Perplexity, Claude, Grok, Google, deine Inhalte abrufen, um sie in Antworten zu verwenden. Man kann sich das als KI-Äquivalent zu Impressions vorstellen, nur dass hier keine Menschen lesen, sondern Maschinen. Der Haken dabei: Die meisten Webanalyse-Tools erfassen diese Zugriffe nicht, weil es sich nicht um menschliche Sitzungen handelt. Daher bleibt dieses Nutzerverhalten in klassischen Tools wie Google Analytics oder Matomo unsichtbar. Wir brauchen hier Server-Log-Daten, um die Retrieval-Frequenz zu verstehen. Aber das würde ich auf jeden Fall in ein Dashboard aufnehmen und auswerten, weil das sind so richtig saubere Daten, wo nichts wirklich verfälscht ist. Und wir können ja genau tracken, welcher Bot es ist und so weiter und so weiter. Und sogar vom gleichen Anbieter, der hat unterschiedliche Bots für unterschiedliche Zwecke. Das heißt, ich kann hier wirklich mehr Sachen genau ansehen. Nummer 2, Markenerwähnungen und Quellennennungen in Chatbots. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Trotzdem ist die
KPI Nummer 1 mein Favorit. Hier geht es um die Sichtbarkeit der Marke innerhalb der Antworten, inklusive eben entweder Verlinkung, also als Quelle, oder namentliche Nennung. Wir nutzen Prompt-Testing, um die Sichtbarkeit der Marke in Antworten zu verstehen und auch, wie oft man mit der eigenen Webseite oder beziehungsweise dem Content auf anderen Plattformen zitiert wird. Weil ich kann ja mit meiner Webseite und einer Seite als Quelle genannt werden, aber ich kann auch mit einem, Fachbeitrag auf einer anderen Plattform zitiert werden. Zum Beispiel, wer produziert die besten Premium-Fenster in der Dachregion? Hier werde ich wahrscheinlich eine Mischantwort kriegen aus Markenerwähnungen zu den großen Fensterbrands und auch Quellen, worauf das Ganze basiert. Nummer 3, Markenerwähnungen im digitalen Raum. Warum? Weil die Größe und die Qualität des digitalen Fußabdrucks zu einer Marke eine maßgebliche Rolle spielt, wie erfolgreich man in Chatbots mit seiner Marke kurzfristig und langfristig ist. Kurzfristig heißt zitiert werden, langfristig, um als Marke Teil der Trainingsdaten zu werden. Und da gibt es schon ganz lange ganz viele Social Listening Tools, die viel zu wenig verwendet werden, weil das ist wirklich, auf was ich in dieser Welt achten würde. Einfach auch nicht nur werde ich erwähnt, habe ich einen digitalen Fußabdruck, sondern auch werde ich hier so repräsentiert, wie ich dann auch in KI-Assistenten repräsentiert werden will. Dazu gibt es eine tolle Folge, wo wir auf dieses Thema näher eingehen. So. Wie können wir messen, ob unsere Inhalte in KI-Antworten, zum Beispiel Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity, Grok vorkommen? Gibt es Tools oder Methoden, mit denen wir das tracken oder zumindest stichprobenartig erheben können und nicht hier manuell irgendwelche Sachen rauslesen müssen? Ja, die gibt es. Aber diese Tools sind alle noch sehr jung und mit jung meine ich, die bekommen ihre ersten Investitionen und entsprechend unausgereift. Und das meine ich gar nicht böse, nur damit du ein realistisches Bild hast, wenn du dir sowas holst. Beispiele sind Profound, Peak, Scrunch. Es gibt insgesamt, glaube ich, so 20 halbwegs interessante Player. Aktuell, das kann sich aber sehr schnell auch wieder ändern, würde ich Peak AI empfehlen. Der Funktionsumfang ist bei all diesen Anbietern sehr überschaubar und sehr ähnlich. Manche haben leider ein sehr fragwürdiges Preismodell, ohne hier Namen nennen zu wollen, andere nicht mal ein sauberes User-Setup. Das heißt, die Nutzung ist noch nicht so einfach. Kurz gesagt, wir stehen hier noch ganz am Anfang. Was man derzeit aber sicher sinnvoll machen kann, ist konkrete Prompts oder ein Prompt-Set generieren und testen. Als Beispiel, was ist die beste Lösung für wird die eigene Marke hier erwähnt oder zitiert? Dann kann ich Quellen analysieren, welche Quellen jetzt werden in meiner Branche, in meinem Prompt-Set häufig zitiert, damit ich auch weiß, zum Beispiel für Digital PR-Kampagnen, welche Seiten ich am besten targete. Dann Share of Voice erheben, wie hoch ist unser Anteil an Erwähnungen oder Citations im Vergleich zur Konkurrenz. Aber, und das ist wirklich unvorstellbar wichtig zu verstehen, diese Art von Prompt-Testing ist eine extrem eindimensionale Art der Bewertung. Warum? Weil Chatbots wie ChatGPT nicht in einzelnen Prompts arbeiten, sondern in Konversationen. Sie haben all diesen Kontext und nicht ein Prompt und fertig. Ein Prompt ist kein realistisches Nutzungsszenario, aber es ist aktuell das einzige, was halbwegs messbar ist. Noch keine perfekte Lösung, aber durchaus ein erster Schritt. Welche Metriken zeigen echten Business Impact in einer Welt ohne verlässliche Attribution? Das ist jetzt eine schwere Frage, aber ich versuche sie jetzt trotzdem so gut wie möglich zu beantworten. Wenn wir nicht mehr exakt nachvollziehen können, woher ein Klick kommt, müssen wir anfangen, anders über Wirkung zu denken. Das Ziel, und das triggert sehr viele, vor allem im SEO-Bereich, aber es war, auch wenn es keiner wahrhaben will, das Ziel war nie Traffic, sondern Einfluss auf Entscheidungen, Conversions, Customer Lifetime Value. Wir müssen daher fragen, hat unsere Marke in der Zielgruppe Vertrauen und Einfluss entlang der Kundenreise aufgebaut? Ist
unsere Marke im Relevanzset präsent, wenn eine Entscheidung getroffen wird? Und das ist grundlegend, aber auch bei sehr großen Unternehmen nicht immer der Fall. Verstehen wir, wer die Zielgruppe ist, was sie braucht und wie wir uns deshalb online präsentieren oder positionieren. Statt Attribution irgendwie zu erzwingen, wie es sich nicht erzwingen lässt, brauchen wir robuste Messgrößen für Relevanz und Einfluss. Und an diesem Punkt muss jedem klar sein, dass Vertrieb, Sales und Marketing früher auch schon, aber heute ganz besonders eng miteinander arbeiten sollten. Informationsaustausch und Kooperation zwischen diesen beiden Abteilungen ist absolut überlebenswichtig. Ein paar Beispiele für solche Metriken an dem Punkt, wo wir gerade sind. Das ist jetzt unabhängig von was wir jetzt vorher schon besprochen haben, aber um etwas mehr Kontext zu geben und Sachen, die man halt potenziell erheben kann. Das habe ich jetzt zusammengebündelt, weil man sich immer von Unternehmen zu Unternehmen und Branche zu Branche genauer ansehen muss, was ich mir ganz gerne ansehe, ist Direct Traffic Growth, Homepage Traffic Growth, Branded Search Growth, Product Search Growth. Warum? Wächst der Anteil an Besuchern, die gezielt nach uns als Marke suchen oder direkt unsere Webseite aufrufen. Das sind klare Impact-Indikatoren für Markenwirkung. Brand Mentions und Citations, eben auch ohne Verlinkung. Wird unsere Marke, und das ist ja das, was wir mit den Tools machen, wird unsere Marke in KI-Antworten genannt, aber ich will mir auch ansehen, werde ich in Fachartikeln, werde ich im Social Content, zum Beispiel auf Reddit, werde ich in YouTube-Videos erwähnt. Auch wenn keine klare URL dabei ist, sogar bei YouTube, es gibt ein Transkript dahinter. Das ist das, was diese ganzen Generative Engines verwenden. Impact entsteht über Relevanz im Gespräch. Und zu guter Letzt Einflussqualität statt nur Reichweite. Wie viel Zeit, wenn User auf meiner Webseite landen, jetzt zum Beispiel von ChatGPT oder Perplexity oder von Grok oder was auch immer, wie viel Zeit verbringen Nutzer auf unserer Webseite, mit welchen Inhalten, in welcher Tiefe? Wenn ich da schön segmentiere, Segmentierung, Stichwort, unvorstellbar wichtig. Wenn ich hier gut segmentiere, kann ich trotzdem einschätzen, funktioniert mein Online-Marketing-Konzept oder nicht. Und das kommt wirklich darauf an, ob du E-Commerce bist, ob du über Content wächst. Es kommt einfach aufs Geschäftsmodell an. Dann, wie hoch ist die Conversion Rate pro Traffic-Quelle, pro Funnel-Einstieg? Das heißt, dass wir diese Engines alle getrennt betrachten, damit wir auch verstehen, weil die Engines funktionieren auch nicht alle gleich, damit wir verstehen, okay, diese Engine ist interessant für uns versus diese ist nicht so interessant für uns. Keine Ahnung, kann jetzt zum Beispiel rauskommen, okay, Perplexity verwenden eher Studenten und da kommt es nie zum Abschluss versus ChatGPT verwenden Einkäufer auf der Suche nach dem und dem Produkt. Die gängigen Metriken wie Traffic, Klickrate oder Rankings reichen nicht mehr aus, um in dieser neuen Welt Wirkung zu beurteilen. Chatbots und KI-Suchmaschinen liefern häufig Antworten ohne Klick. Und das erschüttert die Grundlagen der Erfolgsmessung massivst. Was wir brauchen, sind neue KPIs. Abrufhäufigkeit von LLMs, Citations in Antworten, Markenerwähnungen über Plattformgrenzen hinweg. Dazu gehören aber auch klassische Metriken wie Direct Traffic oder Branded Search, aber richtig eingeordnet. Es geht nicht nur darum, alles Alte zu verwerfen, es geht darum zu verstehen, was heute noch aussagekräftig ist und was eben nicht mehr. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.